Dom's Wheel World. Hi, im heutigen Video schauen wir uns unterschiedliche Rollstühle an und teilen diese in zwei Kategorien und betrachten jeweils die Vor- und Nachteile. Viel Spaß dabei, los geht's nach dem Intro. Die erste Kategorie, die wir uns anschauen, sind die sogenannten Leichtgewichtsrollstühle. Ja, das hört sich richtig super an, ist aber in Wirklichkeit nicht so toll. Die Leichtgewichtsrollstühle sind eine leichtere Version der Transportrollstühle, die man aus dem Krankenhaus kennt. Sie sind nicht wirklich dafür geeignet, um sie selbst anzutreiben, sondern mehr für kurzzeitigen Gebrauch oder für Leute, die im Rollstuhl sitzen und geschoben werden. Für Rollstuhlfahrer, die den Rollstuhl selbst antreiben, ist der Leichtgewichtsrollstuhl zu wenig anpassbar. Die Sitzflächen und die Lehnen lassen sich kaum einstellen und der Leichtgewichtsrollstuhl ist für einen aktiven Nutzer trotzdem zu schwer und zu sperrig. Er wird gern von den Krankenkassen verordnet, da er deutlich günstiger ist als ein vergleichbarer Aktivrollstuhl. Zusammengefasst kann man sagen, wer sich das Bein gebrochen hat oder im Alter nicht mehr so gut zu Fuß ist mit einem Leichtgewichtsrollstuhl besser dran als mit einem Standardrollstuhl. Er ist leichter und lässt sich deshalb leicht ins Auto laden und transportieren. Für aktive Nutzer, die größtenteils auf den Rollstuhl angewiesen sind, ist der Leichtgewichtsrollstuhl aber nicht die ideale Lösung. Für diese Nutzergruppe kommt nur ein Aktivrollstuhl in Frage, der häufig auch als Adaptivrollstuhl bezeichnet wird. Dieser Rollstuhl ist dafür konzipiert, dass er vom Rollstuhlfahrer selbst angetrieben wird und ist entsprechend ausgelegt. Auch bei den Aktivrollstühlen gibt es wieder die unterschiedlichsten Modelle von den unterschiedlichsten Herstellern. Allgemein lässt sich zum Aktivrollstuhl aber Folgendes sagen. Je nach Modell und Ausstattung wiegt der Aktivrollstuhl zwischen 10 und knapp 15 Kilo. Diese Rollstühle sind dafür angefertigt, dass sie vom Rollstuhlnutzer selbst angetrieben werden, leicht verladen werden können und sind entsprechend anpassbar. Beim Aktivrollstuhl lassen sich nahezu alle Maße an den Nutzer anpassen. Er wird dann entweder passend bestellt oder nachher vernünftig eingestellt. Außerdem sind die meisten Aktivrollstühle dafür geeignet, mit Handbikes oder Vorsatzrädern ausgerüstet zu werden, was den Bewegungsfreiraum deutlich erweitert. Es gibt sogar Aktivrollstühle mit einer Sitzfederung, die maximal einstellbar sind, bei denen alle Parameter verändert werden können, bis hin zu fest verschweißten Aktivrollstühlen, bei denen es nahezu keine Einstellungsmöglichkeiten mehr gibt, aber damit auch geringes Gewicht und fast keine Schrauben, die sich lockern können. Man sollte also bei einer Erstversorgung mit einem Aktivrollstuhl zu einem einstellbaren Modell greifen. Wenn man dann seine Maße weiß, kann man zu einem Rollstuhl mit weniger Einstellungsmöglichkeiten wechseln, was weniger Wartung bedeutet und geringeres Gewicht. Ich hoffe, das Video ist für den einen oder anderen von euch hilfreich und hilft euch bei der Auswahl des richtigen Rollstuhls. Wenn ihr noch weitere Ideen zu Videos über Rollstuhltechnik habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe auch noch ein paar Videos zu Greifreifen, Mountainbike-Rädern oder Vorderrollen, die ihr euch auch gerne anschauen könnt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, oder lasst einen Like da. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.